Viele Betreiber kennen den Begriff Lifecycle bereits. Aber was genau bedeutet er für Ihre Feuerungsanlage? Ganz einfach. Es geht darum, Ihre Anlage über die gesamte Nutzungsdauer sicher, verfügbar, wirtschaftlich und dabei auch regelkonform zu betreiben. Welche Brennstoffe sind künftig verfügbar? Wie entwickeln sich die Energiepreise? Gibt es Förderung? Lohnt ein Umbau? Oder reicht es, die bestehende Anlage gezielt zu stabilisieren? Eine Frage ist dabei entscheidend. Was muss ich tun, um meine Anlage weiterhin betreiben zu können? Sowohl technisch als auch rechtlich. Und genau hier setzt der Sake Lifecycle an. Wie kann man sich den Sake Lifecycle denn jetzt genau vorstellen? Am einfachsten ist das, wenn man sich seinen eigenen Lebens oder Werdegang anguckt. Die Ansprüche von damals, ein Dreirad als Beispiel ist gewünscht, über ein Fahrrad in spezieller Form und Größe bis hin zum aktuellen Stand ein Fahrrad mit einem speziellen E-Antrieb. Ähnlich ist das auch mit Sake-Anlagen. Nicht nur mit Sake-Anlagen an sich, sondern mit der gesamten Energiezentrale, Feuerungsanlage. Anlagen, die vor 30, 40, 50 Jahren gebaut wurden, entsprechen selbstverständlich nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik. Sie entsprechen den Anforderungen für gewisse Brennstoffe, allerdings nicht mehr den aktuellen Emissionsvorschriften oder auch Regularien der Sicherheitstechnik. Der Sake Lifecycle deckt diese Potenziale auf und unterstützt den Kunden dabei, hier die richtige Lösung zu finden. Es haben sich Regularien geändert, es haben sich Anforderungen des Kunden geändert, Einbindung alternativer Brennstoffe. Es wurden Produkte abgekündigt, neue Sicherungen, neue Regelungsautomatiken. All dieses spielt natürlich auch eine Rolle im Sake Lifecycle. Wie funktioniert jetzt also dieser Sake Lifecycle? Anhand von unseren Servicebesuchen kennen wir den Status Ihrer Anlagen und können über diesen Sake Lifecycle in den verschiedenen Phasen Ihre Anlage einstufen. Anhand dieser Phasen können wir ermitteln, welches Produkt, welche Maßnahme für Sie die richtige wäre. Das geht über Inspektion und Wartung, Optimierung der Anlage, Regelparameter, Anpassen der Energieanlage an die Prozesse, an die Betriebsprozesse, weiter über Modernisierung, funktionelle Upgrades beziehungsweise zweiter Brennstoff, dritter Brennstoff, erneuerbare Energien bis hin zu einem Replacement, wenn die Anlage wirklich nicht mehr den Regularien entspricht. Warum beschäftigt Sake sich jetzt so intensiv mit diesem Lifecycle? In den unterschiedlichsten Ländern der Welt gelten unterschiedlichste Regularien. Ansprüche an die Sicherheit, Ansprüche und Erfahrungen, Vorgaben an die Emissionen. In Deutschland sind dies die Betriebssicherheitsverordnung und die Bundesemissionsschutzverordnung. Beide zielen darauf ab, Anlagen entsprechend einzustellen bzw. zu bewerten. Das heißt, ein weiteres Kriterium, um eine Anlage oder ein Produkt passend einzugruppieren, ist nicht nur der Status der Anlage, sondern auch die Regularien. Hier ist festzuhalten, unterschiedliche Länder, spezielle Regelungen. Das heißt, Sake betrachtet die Anlagen immer im Kontext Status und länderspezifische Verordnungen und Regularien. Unterm Strich bedeutet Lifecycle also, Sie bekommen eine klare Orientierung, welcher Schritt bei Ihrer Anlage als nächstes sinnvoll ist, damit Sie Verfügbarkeiten sichern, Risiken reduzieren und Investitionen planbar machen. Wenn Sie möchten, schauen wir uns gemeinsam an, wo Ihre Anlage sich aktuell im Lifecycle befindet und welche Maßnahmen sowohl lang- als auch kurzfristig am meisten bringen.